Leute, da gebe ich hier 25 € an euch und die meisten, eigentlich fast alle, wollen es für Pilze ausgeben. Also in welchem Milieu bin ich da gelandet? Schau dann natürlich da an Mai El Chefe, der das erstmal schön für die Sushi-Bar nutzen will, ja. Aber genau das wollte ich lesen. Aber wir werden am Ende dieses Videos auf jeden Fall die Gewinner auslosen. Vielen Dank an alle Teilnehmer. Wie gesagt, vielen Dank für euren lieben, super treuen Support. Und ja, wenn ihr weiterhin Pilze kaufen wollt, nutzt den Creator-Code Whistle, gibt 10% extra Dungeon Luck. Und postet gerne Screens in meinen Discord, so wie das zum Beispiel der gute Vedox zuletzt mal gemacht hat. 100er Pack auf meinen Nacken. Vielen Dank, mein lieber Vedox. Ja, ich habe mir gedacht, wir machen in richtiger Capsule-Manier mal einen kleinen Talk über ein Thema, was vielleicht, seitdem ich Shakes & Fidget spiele, schon hin und wieder mal irgendwie Part in einem meiner Videos gewesen ist, nämlich das Thema Clan-Abgänge. Also ich möchte nicht Gildenhopping nennen, ich möchte es einfach abgehende Spieler nennen. Wir sind hier auf EU 3, hier bin ich ja seit längerer Zeit bei Parabellum unterwegs. Und die Gilde ist eine ambitionierte Gilde. Es war ja im Elevator, haben wir gesehen, ganz knapp auch nur an den Top-Plätzen vorbeigeschrammt. Also das ist alles vollkommen nicht schlecht, was da abgeht. Aber die Gilde hat im Moment zu kämpfen, also schon des Längeren zu kämpfen mit abgehenden Spielern, die hauptsächlich in eine der, sage ich mal, 3 anderen Gilden pusht. Ich will jetzt nicht sagen, welche Gilde hauptsächlich, ist vollkommen wurscht eigentlich letztendlich, aber die Gilde hat sehr stark damit zu kämpfen. Und ich will einfach mal dazu sagen, dass ich das natürlich schon öfter erlebt habe. Ich habe auch hin und wieder Gilden verlassen. Meistens hat das bei mir persönlich aber auch dann einen sehr speziellen Grund, also dass es irgendwie nicht so lief wie gehabt oder so, also dass ich einfach Gildenhopping sozusagen betreibe, einfach so aus Lust und Laune. Das ist relativ selten, aber seitdem ich Server analysiere, haben wir Gilden aufsteigen und absteigen gesehen und diese Worte gehen vor allen Dingen an die Gildenleiter oder auch die Offiziere. Ich finde, egal in welchem Server, in welcher Gilde, Hut ab an jeden, der sich diesem Stress widmet, der eine Gilde mitführen will. Mittlerweile haben wir auf einigen Servern Gilden, die über mehrere Gilden sozusagen laufen, also wo sich Spieler zu mehr als 50 Leuten zusammenrotten und da zusammen spielen. Und neben den Free-to-Play-Spielern muss ich einfach mal sagen, dickes Shoutout an die sich die Zeit nehmen. Das geht ja vor einem Serverstart meistens schon los. In welcher Hinsicht auch immer, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich schaffe das leider halt nicht. Und ihr seid mega wichtig für die Community, denn wenn es nicht so viele Gilden geben würde, gäbe es halt auch nicht so viele, sag ich mal, Spieler. Also diese Gildenfunktion, immer wieder auf neuen Servern lese ich dann Spieler, die Gilden aufbauen, die ich vorher so noch gar nicht gelesen habe, wo auch noch nicht gleich so viele Leute dabei sind, aber am Ende haben die auch eine schlagfertige Truppe zusammen. Das ist halt mega nice. Und ja, man muss halt sagen, das Shakes & Fidget ist schon immer leider so ein bisschen, ja, man sagt immer, die Scheiße fließt abwärts, aber man muss sich vorstellen, dass ein Teil, also grob 30-50% der Spieler, die eine Gilde verlassen, damit zusammenhängt, dass in einer besseren Gilde ein Platz frei geworden ist. Und entweder, weil man selber sagt, der Spieler hat halt Ambitionen, die sich nicht mehr mit der Gilde decken, dann liefen die Gilde, gehen halt in eine bessere Gilde. Auf der anderen Seite liegt das aber auch daran, und dass die Situation für alle gleich ist. Aber wenn jetzt die Rang 1 Gilde plötzlich 3 Spieler verliert, weil die sich löschen, einfach löschen, was sein kann, dann haben die natürlich 3 Plätze, die füllen müssen. Und die füllen sie natürlich nicht, indem sie jetzt Spieler abwerben von Gilden im Rang 100er Bereich, sondern sie versuchen natürlich Spieler abzuwerben von gerade den höheren Gilden, also die halt auch entsprechende Levelstärken, das mitbringen. Und das ist vollkommen legitim. Das muss jeder, der eine Gilde gründet, muss sich dem bewusst sein, dass man Gefahr läuft, dass Spieler abgeworben werden.
Und wie gesagt, das machen die meisten Gilden halt nicht einfach nur eben, um andere Gilden zu ärgern, sondern weil sie selber im Verzug sind. Und so zieht sich das Ganze dann halt durch. Es gibt auch Situationen oder Server, wo plötzlich ein Gildenleiter inaktiv wurde. Schon nach Wochen, nach einem Serverstart. Gildenleiter plötzlich weg. Ja, Gilde bricht auseinander. Die Gilde hat man nie wieder gesehen. 50 Leute einfach verteilt auf andere Gilden. Und ich sag mal, es gibt Prinzipien, die kann sich jeder selber aufsetzen. Zum Beispiel jetzt, ob man sagt, man kickt jetzt Spieler, die halt niedriger sind im Level, weil man jetzt die Chance hatte, viele Spieler mit höherem Level zu bekommen oder mit besserer Hall of Fame oder allgemein besserer Fortress. Also diesen ganzen Game-Features. Das sind Prinzipien, die muss jeder für sich selber wissen. Ich persönlich bin jetzt nicht so unbedingt Fan davon, wenn Spieler gekickt werden, aber auch das gehört zum Spiel dazu. Aber letztendlich freue ich mich für jeden, der eine Gilde gründet und der es schafft, die lange durchzuziehen. Und deshalb hoffe ich auch, dass im Prinzip diese Gilde hier auf dem Server, auch wenn jetzt für mich EU3 persönlich jetzt nicht so weit oben steht, also ich mache jetzt auch schon die letzten Wochen, will man sagen, nicht mega viel, also ich investiere jetzt nicht mega viel Zeit und Arbeit in diesen Server und bin da trotzdem dabei und gucke mir das an und hoffe eben, dass so eine Gilde daran nicht zerbricht. Das ist immer so meine persönliche Hoffnung. Ich habe es auf W50 erlebt, wie einige Gilden wirklich auch zerbrochen sind und wie andere Gilden sich halt emporgehoben haben und jetzt, wir haben es in der letzten Players to Watch gesehen, ich erinnere mal an die Hungry Hippos zum Beispiel oder auch Rising Star, die halt auch immer gut aufgehoben wurden. Also keine Gilden, die jetzt Top 1, Top 2 sind und geblieben sind. Das ist natürlich auch immer super, wenn eine Gilde von Anfang an da bleibt. Aber auch gerade im Top 10 Bereich ist das immer sehr interessant. Übrigens gibt es hier einen Pfirsich-Eistee. Boah, hab ich gerade richtig Durst drauf auf jeden Fall. Ja. Und was letztendlich, sage ich mal, das Allerwichtigste ist natürlich der jeweilige Spieler. Weil man kann ja so und so viel noch abgeworben werden. Es liegt letztendlich ja irgendwo immer am Spieler selber, ob er eine Gilde verlässt, um einer anderen Gilde beizutreten. Aus welchen Gründen auch immer. Es ist letztendlich nur ein Spiel. Man kann die Leute zu 50 persönlich im Discord vor einem Serverstart angesprochen haben, alles abgeklärt haben. Man kann sich nie sicher sein, dass die Spieler dann auch durchziehen. Auch zum Beispiel auf unserem Aufholprojekt, sage ich mal, was wir hier gespielt haben oder immer noch spielen auf S7, sind ja das nicht die 50 Leute, die damals angefangen haben. Also gerade hier unten gab es Bewegungen, sind neue Leute reingekommen. Es gibt es nicht in einer perfekten Welt, würden 50 Leute von Anfang an mitspielen und dabei bleiben. Das gibt es tendenziell einfach nicht. Und auch das muss sich jeder Gildenleiter bewusst sein. Aber das Wichtigste sind natürlich die Spieler, also ihr. Wenn ihr euch entscheidet, einer Gilde beizutreten, und ihr seht, wie es läuft und ihr seid zufrieden, ja, dann lasst euch natürlich nicht abwärmen. Ja, wenn ihr merkt, eure Ambitionen gehen über die Gilde, dann versucht vielleicht die Gilde zu unterstützen. Könnt ihr mit den Gildenleiter was machen? Könnt ihr vielleicht für Attraktivität sorgen, aktive Gildenchats, könnt ihr anderen Spielern helfen. Wie auch immer, könnt ihr selber ein bisschen mehr pushen, um die Gilde ein bisschen zu tragen. Also wollt ihr das machen, ne? Das sind Entscheidungen, die tragt immer noch ihr. Und genauso kann es ja so sein wie bei mir. Zum Beispiel, ich bin auf EU4 freiwillig in eine kleinere oder in eine schwächere Gilde gewechselt. Das heißt nach Absprache, weil meine Ambitionen nicht mehr ganz mit der Ambition der Gilde einhergehen. Und ich natürlich auch nicht jetzt das 20. Rad am Wagen sein wollte. Also auch so rum kann es natürlich gehen. Alles in Absprache. Das Wichtigste sind aber die Spieler, also ihr, mit euren Entscheidungen. Und natürlich ist es dort schön und ich kenne viele Spieler, die das über Jahre auf einigen Servern auch machen, die der Gilde treu geblieben sind. Ich sehe es auch immer auf den neuen Serverstarts, wo Spieler ihre Level machen und dann sagen, oh, die Gilde XY hat mich abgeworben und dies, das. Und auch ich natürlich wurde des Öfteren abgeworben, mal mehr oder weniger gut. Und Gildentreue kommt vor allen Dingen natürlich auf der einen Seite,
von der Gildenleitung, also was wird geboten, auf was wird geachtet. Und auch dort wird honoriert, wenn man Spieler eben auch das Vertrauen schenkt. Deshalb bin ich halt nicht so der Fan von Leute kicken aufgrund von Level. Aber Gildentreue kommt dann halt natürlich auch von den einzelnen Spielern. Und wenn sich das matcht, dann ist natürlich das Spielerlebnis für den einzelnen Spieler immer besser. Deshalb finde ich es auch gut, dass man eigentlich sowas wie den Elevator dabei hat, weil das halt nochmal die Gilde pusht. Wir haben natürlich gesehen, dass der Elevator auch gleichzeitig aber die Gefahr bietet, aufgrund des kompetitiven Spielraums, dass die Leute eben gerade dann Gilden lieben. Leider ist es so mittlerweile. Finde ich eigentlich schade, weil Elevator eigentlich ein sehr gutes Gilden-Event ist. Ich würde mich auch freuen, wenn es noch weitere Gilden-Events gibt, die vielleicht auch dann nicht ganz so unter den Gilden eine Competitive darstellen, sondern eher nur als Zusammenhalt, ähnlich wie die Raids, funktionieren. Würde ich mich freuen, wenn es da mal Features gibt. Man könnte ja auch zum Beispiel Festungsraids über die Gilden machen mit den Soldaten und sowas. Also Ideen gab es davon schon. Und ja, trotzdem, egal was man macht, es wird immer Spieler geben, die Gilden verlassen. Und das liegt eben daran, dass es auch einfach nie passieren wird, dass Spieler von Anfang an durchspielen. Ja. Und selbst wenn es nur das ist, reicht es schon aus, dass eine Bewegung auf einem Server passiert, die eben dazu führen können, dass Spieler verloren gehen. Aber lasst euch davon nicht unterkriegen. Das geht eben nochmal raus an die Gildenleiter, an die Offiziere, an alle, die mit Gilden Support zu tun hat. Die Leute, die immer in den Discords die ganzen Listen machen. Ich musste auch mal Dreamscape loben, was der teilweise an Listen schickt auf EU1 und S7. Ich sehe das ja immer. Das ist schon extrem krass. Neben dem, dass er natürlich trotzdem viel spielt und seinen Alltag macht. Also muss man wirklich mal loben. Und das ist nur ein Beispiel. Ihr seid top. Ihr tragt echt dazu bei, dass dieses Spielerlebnis gerade dann auch für die Spieler, die halt vielleicht dann nur einen Server spielen, sagen, boah, ja, meine Gilde läuft gut und so. Das liest man dann immer gerne. Und ja, macht bitte weiter so. Egal, wie es passiert. Wie gesagt, für Parabellum hoffe ich, dass die sich halten. Es wurde auch schon offiziell von der Gildenleitung ein Text dazu verpasst. Jetzt liegt es natürlich an den anderen Spielern, dass die dann auch nicht plötzlich lieben oder so im Moment. Okay, nach 0 Uhr sah es jetzt erstmal gut aus. Viele machen da jetzt natürlich erstmal eher Portal. Ja, wir werden es beobachten. Ich würde erstmal sagen, jetzt gehen wir rüber zu den Gewinnern. Ihr wollt ja natürlich nämlich wissen, wer jetzt hier gewonnen hat. Und ja, ich habe das schon vorbereitet. 28 User sind dabei. Also Nio, du hast zigtausend Kommentare geschrieben. Du bist natürlich nur einmal dabei. Gewinnberechtigt. Und wir ziehen jetzt erstmal die ersten 3 Leute, die 50 Pilzcodes gewonnen haben. Und danach werde ich euch mal kurz erklären, was oder wohin wir gespendet haben. Hey, Marc-Philipp Panten hat gewonnen. 50 Pilze gehen an dich raus. Das ist mit Gildenleiter auf EU4. Ey. Das freut mich natürlich. Es sind jetzt nicht die 25 Euro geworden, aber immerhin 25 ist doch auch ganz nice. 25 sage ich schon, 50 Pilze. Und da haben wir gleich nochmal einen Philipp, der 50 Pilze gewonnen hat. Ja, GZ, schreibt mir bitte auf Discord, wenn es geht, oder über einen YouTube-Kommentar, damit wir auch dort den Pilzcode verschicken können. Und der dritte heißt Ludwig. Ich würde jetzt mal sagen, er heißt nicht Philipp. Aber auch er hat 50 Pilze gewonnen. Für dich gilt das Gleiche. Schreib mir bestenfalls im Discord eine Nachricht oder im per YouTube-Kommentar, damit wir uns das regeln können. Ja, und gespendet habe ich auch 25 Euro an die Dresdner Kinderhilfe e.V. Denn ich sag mal so, seitdem ich jetzt selber Vater bin und toi 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 läuft alles super, habe ich aufgrund der Arbeit meiner Freundin und auch auf dem Weg zu meiner Arbeit auch viele Fälle gesehen, wo Kinder eben nicht so viel Glück hatten, und gerade da bin ich dann immer sehr dankbar, wenn ich sehen kann,
dass denen trotzdem irgendwie ein sehr gutes Leben gewährleistet wird. Das ist natürlich auch immer dann gut für die Familien. 25 Euro ist jetzt auch nicht mega viel für so einen Träger, aber ist eben der Beitrag dank dem Creator Code ein Teil davon des Umsatzes, den ihr generiert habt, habe ich eben dann gerne lokal an diese Stelle geleitet und das können wir dann vielleicht auch mal wieder machen oder vielleicht auch einen anderen Träger nehmen. Aber wie gesagt, seitdem ich da Vater bin, sehe ich das auf jeden Fall nochmal deutlich extremer als zuvor. Ja, und es ist natürlich klar, dass ihr jetzt wissen wollt, wer hat denn die 25 Euro gewonnen? Die muss er natürlich nicht spenden. Ne? Die meisten haben ja gesagt Pilze. Also Dings ist noch dabei hier, El-Chefe mit seinen... Es ist aber nicht El-Chefe geworden, es ist Furmi geworden. Furmi, ich bin mir gerade nicht sicher, ob du schon mal was bei mir gewonnen hast. Aber melde dich bitte bei mir. Wir müssen auf jeden Fall verifizieren, dass du dann der Richtige bist und wie wir die 25 Euro verteilen können. Ich bedanke mich nochmal an allen Teilnehmern. Wir sehen nochmal unten Marc-Philipp Panten, Philipp und Ludwig. Ihr habt die 50er Pilzcodes gewonnen und Furmi hat die 25 Euro gewonnen. Wichtig ist, bitte meldet euch nach Möglichkeit. Wir haben, wenn ihr das Video seht, Dienstag bis einschließlich Freitag. Wer sich nicht meldet, der Gewinn wird dann eben anderweitig verteilt. Ich hoffe nicht, dass wir es machen müssen. Aber ja, also last but not least nochmal vielen Dank für den Support. Ich finde es schön, dass ich solche Aktionen machen kann durch euch, durch euren Support. Und ja, vielleicht gibt es im nächsten Monat wieder sowas. Je nachdem. Ne? Es soll kein Bait sein. Aber ja, ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht Tschüss und Servus. Euer Basti.